Hallo Freunde, in diesem Artikel möchten wir Ihnen die antike Bibel mit einem sehr alten Gemälde und anderen Entdeckungen vorstellen, die für heutige Historiker eine sehr wertvolle Quelle für ihre Forschungen und Untersuchungen darstellen. Bevor wir mit der Tour beginnen, vergessen Sie nicht, sich anzumelden und auf das Glockensymbol zu klicken, damit Sie keine unserer Episoden verpassen. Die Zahl der Artefakte, die Archäologen jedes Jahr entdecken, ist unzählbar. Die meisten von ihnen erfüllen eine völlig bodenständige und praktische Funktion. Aber manchmal tauchen Artefakte auf. Der Zweck ist Gegenstand heftiger Auseinandersetzungen unter Wissenschaftlern, und wir werden heute über sie sprechen, aber nicht nur über sie. Eine ägyptische Alabasterscheibe eröffnet die Liste der ungewöhnlichen Artefakte, die sich derzeit in einem niederländischen archäologischen Museum befindet. Es handelt sich um eine 75 Kilogramm schwere Alabasterscheibe. Wissenschaftler wissen seit mehr als 200 Jahren davon, konnten jedoch in dieser Zeit nicht genau feststellen, wofür es in der Vergangenheit verwendet wurde. Das Einzige, worüber sich Wissenschaftler einig sind, ist, dass das Artefakt definitiv mit der altägyptischen Kultur zusammenhängt. Wie Ägyptologen vermuten, diente es vor allem als rituelles Beiwerk bei Bestattungen und Gebeten an die Götter, und wohin gehören in erster Linie Gegenstände, deren Zweck und Bedeutung nicht bekannt sind. In der Kategorie Religion und kirchliche Zeremonien natürlich 6 Kilo. Das aus reinem Gold. Die Geschichte dieses Schatzes begann in der kleinen Siedlung städtischen Typs von Herrn Buri T. geschrieben zu werden. Und wie ist es normalerweise? Dieser Schatz wurde völlig zufällig bei einer ganz anderen Aktivität entdeckt. Die Brüder Zdenek hatten eine kleine Ziegelei. Sie bereiteten Ton für die Herstellung von Ziegeln vor. Einer der Brüder stieß versehentlich mit einer Schaufel gegen etwas Metallisches, und da es nichts aus Metall geben konnte, begann er, das Objekt vorsichtig vom Boden zu entfernen. Zunächst war ihm nicht klar, dass das Goldobjekt in seiner Form ihnen ähnelte. Nachdem er den Schmutz entfernt hatte, erkannte Hoch, dass es sich um ein Metallhorn handelte. Er rannte sofort seinen Brüdern hinterher. Sie erkannten, dass sie eine sehr teure Sache vor sich hatten. Dies wird eine große Seltenheit für Archäologen sein. Einer der Brüder schlug vor, zum Fundort zurückzukehren und weiter zu graben. Fast sofort brachten sie ein weiteres Objekt an die Oberfläche, und bald fanden die anderen Brüder 9 einzigartige Artefakte und waren erstaunt durch ihre Schönheit. Historischen Daten zufolge wurde dieses Gebiet von thrakischen Stämmen bewohnt, so Historiker. Sie streiten sich immer noch darüber, wer diese einzigartigen Gegenstände geschaffen hat. Es besteht die Meinung, dass es sich bei den Autoren um antike griechische Goldschmiede handelt und dass sie durch Verkäufe in dieses Gebiet gelangten. Der ungefähre Zeitpunkt ihrer Entstehung wird auf das 4. bis 3. Jahrhundert vor Christus geschätzt. Auf den Artefakten ist das Leben griechischer Götter und mythologischer Charaktere dargestellt. Die Brüder übergaben alle gefundenen Wertgegenstände an Archäologen. Heute wird dieser Schatz im Nationalen Geschichtsmuseum in Sofia aufbewahrt. Hanf wurde im alten Jütland verwendet. Dank einer archäologischen Untersuchung auf dem Territorium Israels entdeckten Wissenschaftler eine mysteriöse Substanz auf dem Altar eines antiken Tempels. Ihre Analyse mit modernen Technologien ergab, dass diese Substanz Cannabis und Weihrauch enthält. Die Entdeckung legt nahe, dass psychotrope Substanzen eine Schlüsselrolle bei den Ritualen und Zeremonien im Königreich Juda spielten. Bereits 19.163 entdeckten Archäologen in der Stadt Beersheva im südlichen Bezirk Israels religiöse Altäre aus damals unbekanntem Kalkstein und fanden darin Reste von Hanf und auch Weihrauch, was von ihrer Verwendung im alten Jude zeugt religiöse Zwecke. Laut Archäologen ist dies der erste dokumentierte Beweis für die Verwendung von Cannabis zu religiösen Zwecken im Nahen Osten in der Antike. Die Forscher fanden heraus, dass es sich bei dieser Substanz auf dem 40 cm hohen kleinen Altar um mit Mist vermischten Hanf handelte, der zum Heizen verwendet wurde, und das auf dem 50 cm hohen kleinen Altar entdeckte Lineal. Wissenschaftler erkannten, dass Weihrauch mit tierischem Fett vermischt war. Dies wurde zum Dämpfen verwendet. Die Entdeckung zeigt auch, dass Hanf Teil religiöser Zeremonien war und die Entdeckung von Weihrauchpartikeln ein besseres Verständnis darüber ermöglichte, welche Substanzen verwendet wurden, um im Königreich Juda ein angenehmes Aroma zu erzielen. Der Leiter der Abteilung für Eisenzeitarchäologie am Israel-Museum in Jerusalem, Eran Ayi, enthüllte, dass es nicht eine Kultur war, die halluzinogene Pflanzen für Zeremonien verwendete.
Die Wirkung dieser Pflanzen trug dazu bei, einen bestimmten psychischen Zustand zu erreichen. Seiner Meinung nach wurde diese Entdeckung zu wenig bekannt gegeben. Neue Seiten der jüdischen Religion. Ein 100 Meter langer unterirdischer Gang wurde entdeckt. Mexikanischen Wissenschaftlern ist es gelungen, den Eingang zu einem unterirdischen Gang unter dem Tempel des gefiederten Schlangengottes zu entdecken, in dem sich angeblich die Gräber antiker indischer Herrscher befinden. Der Tempel der gefiederten Schlange befindet sich in Teotihuacan. Erst nach 8-monatiger Ausgrabungsarbeit gelang es Archäologen, einen Durchgang zu finden. Dieser Tunnel wurde 5 m vom Gebäude entfernt entdeckt und ist Wissenschaftlern zufolge 100 m lang. Bisher ist es nicht gelungen, den um 200 bis 250 nchr verschlossenen Eingang zum Untergrund vollständig zu säubern. Es ist möglich, dass die Einwohner von Teotihuacan diesen Eingang selbst blockierten. Mit Hilfe eines Laserscanners und anderer Geräte gelang es den Wissenschaftlern dennoch, 1,36 m des Tunnels zu erkunden. Darüber hinaus haben mehrere Einbrüche den Korridor unzugänglich gemacht. Der Eingang zur U-Bahn hat einen quadratischen Grundriss, eine Seite des Platzes ist 4 m lang. Bisher wurde es zur Verfügung gestellt. Auf rund 68 m Gängen und bei der Reinigung der Gänge wurden beispielsweise antikes Geschirr, Gegenstände, Alltagsgegenstände, Statuen, Krüge und vieles mehr gefunden. Geophysikalische Untersuchungen haben gezeigt, dass diese unterirdischen Räume möglicherweise durch mehrere große Tunnel miteinander verbunden sind. Solange es den Wissenschaftlern jedoch nicht gelingt, die unterirdischen Gänge vollständig zu reinigen, werden wir die endgültige Antwort nicht erfahren. Es gibt ein Bild, das im 7. Jahrhundert unter der Erde lag. In einer Müllgrube in einem alten Unterstand aus dem 14. Jahrhundert. Wissenschaftler entdeckten ein Stofffragment mit einem Bild und einer dünnen Holzplatte. Die Worte deuten darauf hin, dass es sich nichts weiter als eine antike Leinwand handelte, die als Dekoration für die Wohnung des Leiters der archäologischen Abteilung des Aarhusischen Geschichtsmuseums diente, Archäologie und Paläontologie. Andrzej Maslowacki enthüllte, dass es sich in der Praxis um einen Fund dieser Art handelte, er hatte bisher nur Fresken gesehen. Und bei den Kacheln ist davon auszugehen, dass die Größe der Leinwand 30 x 30 cm betrug und darauf Blumen und Triebe abgebildet waren. Wie auch immer, kleine Blätter. Das Gemälde lag in einer Grube in etwa 1,5 Metern Tiefe. Die Forscher gruben mehrere Fragmente in der Größe einer Münze aus, auf diesen kleinen Partikeln ist eine rote Farbe zu erkennen. Derzeit befindet sich diese Rarität in der Obhut lokaler Restauratoren. Experten schließen nicht aus, dass das Bild teilweise wiederhergestellt wird. Ihr Autor ist vermutlich ein unbekannter Künstler aus dem 14. Jahrhundert. Eine Figur aus einem Museum in einem Stift, wenn die Mehrzahl der Figuren als abstrakte Tierdarstellungen interpretiert werden kann, dann ist in diesem speziellen Fall alles viel komplizierter. Hier sehen wir deutlich eine Person, die nichts als ein Steuerrad oder Ruder vor sich hält, und vor ihr befindet sich ein unbekannter Gegenstand. Überraschenderweise unternehmen Wissenschaftler keinen Versuch, den Inhalt dieses Artefakts zu erklären. Dies ist natürlich nur ein kleiner Teil der Artefakte, die völlig ungeklärt bleiben oder einbezogen werden. Ob religiöse Ergänzungen hinzukommen oder ganz verschwinden, unsere Geschichte ist voller Geheimnisse und Geheimnisse. Leider bleibt ein erheblicher Teil dieser Themen im Barnabas-Evangelium ungeklärt. Das gesamte Buch ist in irischer Sprache geschrieben. Aber was ist die Hauptsache? Dieses Buch enthält das Evangelium nach Barnabas, ein von den Jüngern Christi, die mit dem Apostel Paulus reisten. Forschungsergebnisse haben gezeigt, dass das Buch 1500 bis 2000 Jahre alt ist. Das bedeutet, dass es tatsächlich zur Zeit Jesu Christi geschrieben worden sein könnte. Derzeit befindet sich diese alte Bibel im Ethnographischen Museum in Ankara, deren Seiten aus Tierhaut bestehen. Im Laufe der Jahre sind sie so schwarz geworden, dass der gesamte Text trotz seines sehr mysteriösen Ursprungs nicht mehr entziffert werden kann. Diese Version der Bibel löste im Vatikan buchstäblich einen Sturm aus, weil sie offen leugnet, was die Kirche lehrt. In der Version von Barnabas gibt es mindestens 5 Teile, die dem Text der Bibel widersprechen, der auf dem ersten Konzil von Nicäa genehmigt wurde. Erstens wird behauptet, dass Jesus nicht der Sohn Gottes, sondern ein Prophet war. Darüber hinaus heißt es im Text, dass Jesus lebend in den Himmel auffuhr und nicht gekreuzigt wurde und dass Judas Iskariot seinen Platz am Kreuz einnahm.
Es ist überraschend, aber der Vatikan gibt offiziell zu, dass im Jahr 325 über das Evangelium abgestimmt wurde. Einige Versionen wurden nicht zensiert. Möglicherweise landete auch das Barnabas-Evangelium, dessen Text in der Türkei gefunden wurde, unter den Missbilligten. Experten haben bewiesen, dass das Buch ein Original ist und 1,5 Jahre alt ist. Der Text besagt, dass die Welt bald die Ankunft des letzten Propheten des Islam erleben wird. Der Vatikan beabsichtigt, die Bibel von katholischen Experten gemeinsam mit ihren türkischen Kollegen genauer untersuchen zu lassen. Es besteht die Meinung, dass die katholische Kirche auf dem ersten Konzil von Nikäa genau das, was Teil des Evangeliums war, zensiert und unter anderem aus der Bibel gestrichen hat, unter anderem das Evangelium nach Barnabas. Die Echtheit des Werkes wird auch durch den Preis der Bibel bezeugt. Nach vorläufigen Schätzungen beläuft es sich auf 28 Millionen $. Der größte und älteste Maya-Komplex. Die allgemein verbreitete Ansicht war, dass die Mayas zwischen 1000 und 350 vor Christus Dörfer bauten, doch eine Entdeckung amerikanischer Wissenschaftler der Universität von Arizona im Bundesstaat Tabasco, nahe der Grenze zu Guatemala, lässt Zweifel an dieser Theorie aufkommen. Am Standort Aguada Phoenix entdeckten Wissenschaftler einen künstlich angelegten unterirdischen Komplex mit einer Länge von 113 m von Nord nach Süd und 399 m von Ost nach West, erhöht um 10 bis 15 m. Von der Anlage führen 9 breite Wege. Der Zeremonienkomplex wurde dank des LIDAR-Geräts entdeckt, einer Technologie zur Fernmessung der Entfernung aus der Luft mit Hilfe eines Lasers. Dadurch können Informationen über unter der Erde verborgene Objekte gewonnen werden. In der Vergangenheit ist uns dieses Objekt nicht aufgefallen, da es riesig und flach ist und einfach wie eine natürliche Landschaft aussah. Dank des LIDAR wissen wir jedoch, dass es sich um eine genial gestaltete Struktur handelt. Mit Hilfe der Radiokarbon-Methode konnten Archäologen nachweisen, dass der Komplex zwischen 1000 und 800 vor Christus erbaut wurde. Genau das macht es zum ältesten Monumentalwerk der Maya-Kultur, dessen Ausmaße die Pyramiden und Tempel der späteren Zeit um ein Vielfaches übertreffen. Die Entdeckung der Wissenschaftler zwingt uns dazu, die Sicht auf den Aufbau der Maya-Zivilisation völlig zu überdenken. Den Forschern zufolge gab es zu dieser Zeit in der Maya-Zivilisation keine solche soziale Schichtung. Aber ein tiefes Wissen über Architektur und Bauwesen war vorhanden. Und das ist alles. Wenn Sie etwas Neues und Interessantes gelernt haben, liken und abonnieren Sie bitte unseren Kanal. Wir sehen uns bald wieder.